Hallo, ich bin Benedikt und ich lebe seit 20 Jahren als ziemlich freier Mensch. Zumindest so frei, wie es geht, ohne anderen damit allzu sehr auf die Nerven zu gehen oder ihnen gar Schaden zuzufügen. Denn natürlich ist dort, wo die Freiheit der anderen beginnt, immer die Grenze meiner eigenen Freiheit. Das ist der kategorische Imperativ und die eigentlich beste Regel für unser Zusammenleben. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch Gesetze, eine ganze Menge davon. In meinen Augen sogar viel zu viele. Damit muss man leben, damit muss man schauen, wie man durchkommt. Die meisten dieser Gesetze machen gar nicht mal viel Sinn, wenn sie über den kategorischen Imperativ hinausgehen. Aber kommen wir vielleicht später mal dazu. Hier steht Io vivo und das bedeutet so viel wie ich lebe. Und das ist das, worum es in meinem Kanal geht, worum es in meinen Videos geht, worum es in meinem Blog geht. Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich damit zufrieden sein kann? Das ist alles. Mehr will ich gar nicht. Na gut, und jetzt hat die Kappe ausgedient, jetzt nehme ich sie mal runter. Hoffe, die Frisur sitzt noch. So. Natürlich war ich nicht immer frei. Die ersten Jahre war ich ziemlich fremdbestimmt und wurde nach Belieben rumgeschubst. Und das wurde mit steigendem Alter auch nicht besser. Denn dann kam schon die katholische Erziehung im Bayern der 60er Jahre. Kann ich euch versichern, das war kein Spaß. Dann kam Schule, ein bildungsbürgerliches Elternhaus, was natürlich immer nur das Beste wollte. Aber mit Freiheit hatte das alles wenig zu tun. Letztendlich habe ich fast die Hälfte meines Lebens versucht, nach den Regeln anderer zu spielen. Und ich habe darunter sehr, sehr gelitten. Und irgendwann gab es einen Wendepunkt. Und das kam so. Ich habe in den frühen 90er Jahren eine Firma betrieben, die Nachbauten oder Reproduktionen, nennen wir es mal lieber, berühmter Möbelklassiker nach Deutschland importiert und dort verkauft hat. Das Geschäft lief sehr gut, denn in Deutschland gab es ein Monopol bestimmter Firmen auf diese Möbelentwürfe und die haben sie im Prinzip für den vierfachen Preis verkauft, wie ich sie anbieten konnte bei gleicher Qualität. Das war ein hervorragendes Geschäft. Bis eines Tages mir eine einstweilige Verfügung ins Haus flatterte, von eben jenen Firmen, die das Monopol darauf behaupteten zu haben. Und dann sagte ich mir, naja, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Urheberrechtsschutz auf 50 Jahre alte Möbelentwürfe? Wie bitte? Kann doch gar nicht sein. Im Rest der Welt ist es auch noch immer nicht so. Denn wir sind dagegen vorgegangen, wir kleinen jungen Rebellen. Und die alten Hasen haben uns gezeigt, was eine Hake ist. Ich habe natürlich die Prozesse verloren. Ein Teil der Geschichte kann man in einem alten Spiegel von 1992 war das, ja 1992 war das, kann man im Spiegel nachlesen, wie es mir so erging. Und jedenfalls meine Firma, die geriet dann auch ziemlich ins Rutschen, weil die wichtigsten Umsatzträger waren weg, die Kosten liefen weiter, hinzu kamen Anwalts- und Gerichtskosten und so weiter und so fort. Es sah nicht so gut aus. Und in dieser Situation kam einer meiner italienischen Lieferanten zu mir, dem schuldete ich 25.000 Mark und der wollte mal wissen, wie es so geht. Und dann habe ich ihm die ganze Geschichte erzählt. Und dann sagte er danach, oh Lechner, wissen Sie was, Sie schulden mir 25.000 Mark. Wissen Sie was, ich schenke Ihnen, aber zahle Sie auch keine andere. Werfen Sie nicht weg 5 Jahre von Ihrer Leben, denn wenn Sie tun, kein Mensch würde sagen Dankeschön. Tja, der Satz, der ist bei mir hängen geblieben. Es geht natürlich nicht darum, dass man seine Schulden nicht zahlt. Nein, besser man macht erst gar keine. Schulden sind der erste und beste Weg in Unfreiheit. Keine machen. Aber es geht darum, nichts zu tun, was einem nicht einfach aus dem Herzen kommt. Nichts zu tun, was man glaubt tun zu müssen. Natürlich hätte ich die Firma einfach dicht machen sollen. Und zwar schon gleich, als die einstweilige Verfügung reinkam. Habe ich nicht getan. Warum? Ja, ich hatte ja schon mein Jurastudium geschmissen, nur um diese Firma zu gründen. Jetzt auch die Firma wieder hinschmeißen. Das wäre ja gar nicht gegangen. Wie wäre ich denn da gestanden? Vor Freunden, vor Eltern, vor meinem gesamten Umfeld. So, was hatte ich davon? Ich bin ganz alleine zum Offenbarungseid gegangen. Ich hatte ganz alleine kein Bankkonto mehr. Wir hatten ganz alleine eine ganz schwierige Zeit. In die Zeit wurde unser erstes Kind geboren. Ich kann euch sagen, ich war ziemlich am Arsch. Ich bin wieder rausgekommen, weil ich mich von sämtlichen Fesseln befreit habe, die mir von der Gesellschaft auferlegt wurden und die ich mir letztlich endlich auch selber auferlegt habe. Mein größter Feind, oder eigentlich ist jeder,
der größte Feind seiner selbst, wenn es um das geht. Wir tun vorauseilendem Gehorsam wesentlich mehr, als wir eigentlich müssten. Nun gut, jetzt ist es so, ich lebe dort, wo es mir gefällt. Gerade nehme ich dieses Video mit Blick auf die Kathedrale von Porto auf. Davor war ich in der Dominikanischen Republik, durch Corona ein bisschen eingesperrt. Es wurde langsam so heiß dort, aber gut, ich bin weg. Ich lebe auf jeden Fall so, wie es mir gefällt. Ich habe keinen Job, ich habe noch nie einen Job gehabt, abgesehen von 2 Jahren bei der Bundeswehr. Ich beschäftige mich einfach mit dem, was mir Spaß macht. Ich stehe morgens auf und sage, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Tag? Mir fällt schon was ein, keine Sorge, unter anderem solche Videos machen. Ich zahle keine Steuern, zumindest keine direkten Steuern. Und das ist völlig legal. Da kommen wir noch drauf, das ist eines meiner Themen. Bleibt dran in meinem Kanal. Ich habe auch keine Versicherungen. Wozu auch? Kommen wir auch noch dazu. Versicherungen sind auch nur ein Geschäft mit der Angst. Wenn du genug Geld hast, wenn du genug Kapital angesammelt hast, brauchst du sie nicht. Ich habe keinerlei Verpflichtungen. Keine Verträge, keine Schulden, keine Leasingverträge, nichts. Ich habe auch nicht mal mehr eine feste Wohnung. Ich wohne dort, wo ich gerade sein möchte und zahle dafür. Ich zahle nicht dafür, dass irgendeine Immobilie leer steht. Ich käme auch nie im Leben auf die verrückte Idee, Rundfunkgebühren zu zahlen. Für Medien, die meine Urteilsfähigkeit beeinträchtigen. Sowas ist völlig irrsinnig. Ich habe auch seit 20 Jahren keinen Fernseher mehr und ich konsumiere so gut wie keine Medien. Die Information ist sowieso allgegenwärtig. Ich bin immer irgendwo auf dem Laufenden. Man entgeht dem gar nicht, ob man will oder nicht. Und das, was für mich wichtig ist, das suche ich mir zusammen. Und das nimmt einen beträchtlichen Teil meiner täglichen Arbeitszeit ein. Dank dieser Freiheit bin ich ein zufriedener Mensch. Ich möchte im Moment gar nichts ändern. Ich bin zufrieden mit dem, was ist. Das ist doch schon ganz schön viel. Wenn du mich fragst, was ich gerne anders hätte, fällt mir nichts ein. Und dadurch bin ich natürlich auch geistig und körperlich viel gesünder, als ich es jemals gewesen wäre, wenn ich in der Tretmühle der Gesellschaft geblieben wäre, wenn ich eben nicht die beste Entscheidung meines Lebens getroffen hätte, nämlich mich auszuklinken. Bis ich dahin gekommen bin, ist allerdings einiges passiert. Davon werde ich auch erzählen. Und ich habe viele spannende, kluge Menschen getroffen, die mir geholfen haben, die mir unter die Arme gegriffen haben, von denen ich lernen durfte. Die waren für mich da. Und das möchte ich jetzt zurückgeben. Deswegen mache ich diesen Kanal, deswegen schreibe ich meinen Blog. Ich möchte einfach zurückgeben, was ich selbst erfahren habe. Weil es war für mich enorm wichtig, es war befreiend und es hat zu einem Leben in Erfüllung geführt. Und ich bin kein Coach. Ich werde auch nie Geld dafür verlangen. Alles, was ich hier tue, ist umsonst. Gratis. Ein Geschenk. So wie auch ich es selbst geschenkt bekommen habe. Wenn du jetzt meinst, du kannst dich mit mir identifizieren, du steckst in einer ähnlichen Lage wie ich damals. Ganz gleich, ob du noch jung bist, so wie ich damals mit Anfang 30, oder schon in meinem Alter, du kannst es immer noch anders machen. Du kannst immer noch anfangen, das Spiel nach deinen Regeln zu spielen. Der erste Schritt ist nur zu erkennen, dass du etwas anders machen möchtest. Wenn du spürst, dass es für dich nicht mehr so weitergehen kann, wenn du spürst, dass du eigentlich gar nicht mehr weißt, wer du bist, wenn du spürst, dass es da draußen noch irgendwie ein anderes Leben für dich geben muss, dann hast du schon den ersten Schritt in dieses Leben getan. Wie das weitergehen kann, erfährst du auf diesem Videokanal. Das erfährst du in den Artikeln auf meinem Blog. Ich werde dir erzählen, wie ich es geschafft habe. Und auch du kannst es, wenn du willst, wenn du das für nötig hältst. Ansonsten leb einfach so weiter, wie du es bisher getan hast. Auch kein Problem. Frag mich, was dich interessiert, oder schreib mir in die Kommentare. Schreib mir, was dich noch festhält in deinem Leben, was dich umtreibt, was du fürchtest. Ich bin sehr gespannt und freue mich, von dir zu lesen. Meld dich bei mir und bleib dran mit dem Kanal. Gib mir ein Like, wenn du möchtest. Abonniere den Kanal. Und ansonsten lebe einfach so, wie es dir gefällt. Ciao.